Wenn ich eine Farbe wäre, dann wäre ich Neon Orange, weil highly visible but hard to combine. Und Willi trägt auch sehr gerne Neon Orange und so laufen wir dann auch gerne mal im Partnerlook rum. Blüten, Pflanzen, so die Kombination aus Farben in der Natur, die inspirieren mich immer schon sehr, was so meine Farbgestaltung angeht. Mein Name ist Anna T. Iron. Wir sind heute hier in meiner Wohnung in Hamburg. Ich bin selbstständige Künstlerin, bin eigentlich schon kreativ, seitdem ich laufen kann und denken kann. Hatte immer einen kleinen Koffer dabei mit Stiften, Pinseln, Farben, Stempeln und habe eigentlich jede freie Minute meines Lebens mit Kreativität gefüllt. Also was ich am liebsten mag bei dem Arbeiten mit Sprühdosen ist die Deckkraft und die Verarbeitung. Man ist super schnell am Ziel, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Acrylfarben arbeite. Bei den brillanten oder knalligen Farben, die für meine Kunst so wichtig sind, habe ich oft sehr zu kämpfen mit der Deckkraft und dem Auftrag, sodass ich mit Sprühdosen einfach viel schneller ans Ziel komme. Farbverläufe kann ich viel besser gestalten, Effekte wie Sprenkler. Ja, die ganzen Möglichkeiten, die ich mit einer Sprühdose habe, die haben auch meine Stilistik stark beeinflusst. Meine Eltern und auch meine Großeltern waren super open-minded. Ich erinnere mich noch, dass mein Großvater, der damals schon 70 war, mir eine Maske zum Geburtstag geschenkt hat. Ich habe dann zu Weihnachten ein Blackbook geschenkt bekommen. Also die haben sich schon auch informiert und waren super open-minded. Da waren jetzt keine Menschen dabei, die das so vorverurteilt haben oder die dachten, oh Gott, Anna kommt jetzt auf die schiefe Bahn oder so, sondern ich glaube, die waren ganz happy auch, dass ich endlich irgendwie, sage ich mal, einen größeren Output hatte für die Kunst oder die Kreativität, die so in mir geschlummert hat. Ja, Graffiti ist immer noch ein großer Teil meines Lebens, auch wenn sich das Wie verändert hat von eher Freizeit und Hobby zum Beruf. Aber Sprühdosen sind durchaus mein tägliches Brot. Ich habe mir für All Spray Painted Meets Anna T. Iron überlegt, dass wir ein Secondhand-Möbelstück uns schnappen und umgestalten mit den neuen Blue-Dosen. Es handelt sich dabei um ein ganz schönes, schlichtes Metall-Sideboard mit 2 Schubladen mit tollen glatten Oberflächen, die viel Raum lassen für eine Gestaltung mit Sprühdosen. Ich werde dort ein ähnliches Konzept wie in der Pelikan Bar auffahren. Das hat mir gut gefallen. Wir haben verschiedene Farbflächen mit verschiedenen Verläufen, Strukturen, Effekten. Das Ganze wird dann eingerahmt mit schwarzen Linien und als Krönung kommt dann noch ein Sitzpolster drauf, sodass wir am Ende aus diesem silbernen Sideboard eine farbenfrohe Sitzmöglichkeit mit Storage kreieren. Genau, hier haben wir Corny und Korma. Die sehen relativ ähnlich aus auf den Donuts, aber anhand der Farbnummern kann man auf jeden Fall immer auch herausfinden, welche die hellere ist. Die niedrigeren Nummern sind dann die helleren. Hier in diesem Fall 1040 und 1060 haben einen deutlichen Unterschied. Ich habe mich jetzt hier für Korma entschieden. Ich finde, dass der auf jeden Fall nicer mit den anderen Farben harmoniert. Lachspray, nicht Lachgas, sondern Lachspray mit Anita T. Iron. Los geht's. Ich glaube, die 2 wichtigsten Farbtöne für meine Artworks sind das helle Lila und das Neon Orange. Und bei dem hellen Lila finde ich es auch richtig nice, weil es ist das White Lilac und das gibt es auch in der Gold-Serie und das ist mein absoluter Lieblingston. Ja, bei dem Sprühcap immer drauf achten. Man drückt das nicht einfach nur drauf, weil dann kommt direkt Farbe raus und vor allen Dingen nicht in Richtung Gesicht.
sondern lieber langsam draufdrehen. Nach dem Anschleifen unterteile ich das Sideboard in verschiedene Farbflächen, die ich dann mit den Montana Blue ausmalen werde. Als nächster Schritt male ich Farbverläufe in einige Flächen hinein und zum Abschluss male ich Sprenkelmuster in einige Flächen. Das Klebeband festgeklebt. So, ich habe jetzt hier alles fein säuberlich abgeklebt, sodass die schwarze Linie aufgebracht werden kann. Man kennt es ja ein bisschen von der Wandfarbe, dass wenn man jetzt abklebt und dann die Farbe malt, dass es dann so ein bisschen drunter suppt. Um das zu verhindern, würde ich jetzt hier quasi am Rand entlang nochmal mit der jeweiligen Farbe malen, sodass, wenn die Farbe unter dem Klebeband durchgeht, dass es dann wenigstens in der richtigen Farbe passiert. Sodass wir dann, wenn wir am Ende mit Schwarz darüber sprühen und das Klebeband abziehen, eine perfekte Linie bekommen. Let's go! One more time, think about me. Hier rund, Leute. Jetzt kommen die wirklich. Oh Gott, das ist so schön. Geil oder gar nicht. Ist das geil. Ja, ist sehr gut geworden. Gute Laune. Anarchy Iron steht für gute Laune, für Wortwitze, für viel Energie, für viel Unsinn, aber im positiven Sinne. Tada! Ich versuche mich nicht aus der Ruhe zu bringen, auch in stressigen Momenten, und versuche mir immer so ein bisschen meinen Humor und meine Lebensfreude zu erhalten und das Leben irgendwie leicht zu nehmen.